Was soll sich in diesem Jahr ereignen? Was wünschen Sie sich? Wo soll es hingehen? Jetzt auf der musikalischen, künstlerischen Branchenebene. Oder auch für Sie, Thomas. Oder Sie Also ich wünsche mir für mich ein klein bisschen relaxteres Jahr, weil das letzte Jahr war ziemlich anstrengend mit den 6 Alben, die ich veröffentlicht habe. Also das habe ich ein bisschen unterschätzt, denn wenn man alle 6 bis 8 Wochen mit einem Album auf dem Markt erscheint, dann verliert man schon mal Tracks sozusagen. Ich wusste im Sommer nicht mehr, welches Album draußen war. Aber nein, also ich bin sehr zuversichtlich, es wird ein tolles Jahr. Ich habe ganz tolle Projekte, die ich im Kopf habe, aber ein klein bisschen reduzierter. Das ist für mich. Der Welt wünsche ich mal ein bisschen Ruhe. Weil momentan überschlagen sich die Ereignisse und man hat ja schon fast Angst, morgens irgendwie die Nachrichten zu lesen, weil das war früher, also jetzt fange ich an zu reden wie meine Eltern, aber früher war das anders. Es war einfach ruhiger. Man dachte, okay, man hat die Nachrichten gesehen, aber es ist momentan wirklich ein bisschen viel, was auf uns reinprasselt. Und es sind ja jetzt nicht irgendwelche Minimalsentscheidungen. Und wir haben an verschiedenen Ecken der Welt ziemlich viele Wahnsinnige, die glauben, die Welt verändern zu müssen. Wir werden es überleben, aber ich wünsche mir eine ruhigere Zeit. Ja, ich glaube, das wünschen wir uns irgendwie alle, ja, so ist das. Sie sind aber nicht alleine, Thomas, Sie haben ja einen starken Menschen an Ihrer Seite, so, ja, wenn man das so gemeinsam durchs Leben geht, auch schon so lange. Was ist Ihr Geheimnis? Gibt es eins? Sagst du oder ich? Sag du mal Sag was. du mal. Nein, sag du ruhig. Also ich glaube, dass wir sowieso ähnlich empfinden, von daher ist das eigentlich egal. Ich glaube, am Ende des Tages geht es immer um Wertschätzung und Respekt und natürlich auch Humor, aber es lässt sich immer so leicht sagen, mit Humor lässt sich alles leichter nehmen. Manchmal ist einem auch nicht mehr zum Lachen, aber ich glaube, unser Geheimnis, vielleicht haben wir doch ein kleines Geheimnis, dass wir beide bereit sind zu kämpfen und immer wieder einen Schritt auf den anderen zuzugehen und einfach irgendwie, ja, einfach für den anderen oder eben auch für die Beziehung zu kämpfen, weil es sich immer lohnt. Und wir beide immer das Gefühl haben, am Ende des Tages lohnt sich, den anderen an seiner Seite zu haben. Und das letzte Jahr war tatsächlich eine große Herausforderung. Ich bin ja auch mit im Team und wir waren wirklich, es war Waschmaschine, Schleudergang. Und man denkt immer, oh, man sieht den Licht am Ende des Tunnels, aber seit 29 Jahren geht das eigentlich für Thomas so immer weiter bergauf, was ganz toll ist. Aber die Beziehung zahlt dafür auch privat schon oft einen hohen Preis. Und von daher würde ich sagen, haben wir das bisher ganz gut geschafft, uns immer wieder zu schütteln und füreinander zu kämpfen. Das würde ich sagen, ist vielleicht unser Geheimnis. Und dass es sich lohnt am Ende. Und zu lachen. Am Ende auch zu lachen. Zu lachen. Schon. Ja, also tolle Worte. Was macht ihr? Ja, was macht Ihre Frau für Sie denn so besonders? Naja, weil sie eine besondere Frau ist, damit fangen wir mal an, aber es ist natürlich in unserem Leben passiert so viel und sie hat sich, ich habe das mal im Interview gesagt, als meine Frau mich und als ich sie kennenlernte, kam sie ja nicht aus der Branche und sie hat einfach so gelernt, auch mit meinem Leben umzugehen. Mein Leben ist ein viel komplizierteres als das Leben, was sie vorher hatte und viel, viel anstrengender. Und dass sie aber gesagt, ich nehme einfach diese Herausforderung, die nehme ich jetzt einfach an. Natürlich ist da die Basis, dass man sich liebt. Aber das schafft nicht jeder. Und ich glaube, das ist, das ganz Besondere an ihr, dass sie das geschafft hat und dass sie gesagt hat, okay, wir gehen gemeinsam diesen Weg. Und jetzt ist sie eigentlich, muss ich sagen, wenn man Social Media anspricht, mehr mit der Branche verheiratet als ich. Also da ist sie wirklich das Social Media Girl.